Seit dem Caravansalon in Düsseldorf, in dessen Rahmen traditionell die wichtigsten Neuheiten rund um das Thema Camping, Zeltanhänger sowie passendes Zubehör vorgestellt werden, ist mittlerweile schon wieder ein gutes halbes Jahr vergangen. Und tatsächlich hat sich seither nochmals einiges getan, vor allem im Bereich Faltcaravan-Zubehör. Genau diese Neuheiten möchte ich euch heute nicht länger vorenthalten. Wer diesem Kanal schon etwas länger folgt, erinnert sich vielleicht noch an mein Newsvideo zur Deutschlandpremiere des Camplet Earth während der CMT in Stuttgart. Damals habe ich das neueste Modell aus Dänemark noch als modularen Monsterfaltcaravan angekündigt, welcher sich nahezu beliebig erweitern lässt. Zur tatsächlichen Markteinführung fiel das Zubehör dann allerdings zunächst etwas überschaubarer aus. Neben dem komplett schließbaren Küchenzelt und dem optionalen Anbau gab es lediglich ein kleines Vordach. Doch wie man im Hintergrund wohl bereits erkennen kann, wurde dieses Monster nun doch noch entfesselt. Denn ab sofort gibt es das offizielle Vorzelt für den Camplet Earth. Dieses erweitert das Giebeldach des Hauptzeltes nach vorne nochmals um knapp 2,5 Meter. Im Prinzip entspricht es der vom Passion und North bekannten Kombination aus Sonnendach und Front, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Durch das nach vorne weitergeführte Giebeldach gibt es kein Gefälle. Die Kopffreiheit und damit auch das gesamte Raumgefühl bleiben also über die komplette Fläche angenehm hoch bzw. groß. Alle 3 Seiten sowie natürlich auch die Front des Hauptzeltes lassen sich komplett entfernen oder umgeklappt als Türen bzw. Veranda nutzen. Wem das noch nicht reicht, der kann auf beiden Seiten zusätzlich je einen Camplet Earth Anbau montieren. Dabei würden allerdings die in den Seitenwänden integrierten Moskitogasen für die Querlüftung entfallen. Alternativ lässt sich an der Front des Vorzeltes sogar nochmals ein zweites Vorzelt oder das bereits zuvor erhältliche kurze Sonnenvordach anbringen. Damit ließe sich dann wohl auch eine Großfamilie mit 10 oder mehr Kindern in beliebig vielen optionalen Schlafkammern auf dem Campingplatz unterbringen, vorausgesetzt natürlich, man findet überhaupt einen Stellplatz, der groß genug dafür ist. Wer sich für das Camplet Earth Vorzelt entscheidet, sollte sich allerdings bewusst sein, dass der Aufbau bzw. Anbau durch das Giebeldach etwas aufwendiger ist als bei den klassischen Sonnendächern der beiden anderen aktuellen Camplet-Modelle. Zudem gibt es wie bei Camplet üblich auch hier bislang keine offizielle Bodenwanne. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die von mir gemeinsam mit Mirutec entwickelte aufblasbare Bodenplane für das Camplet Passion Sonnendach auch perfekt in das Vorzelt des Camplet Earth passt. Das Camplet Earth Vorzelt kann ab sofort für 2.650 € bzw. 2.900 Schweizer Franken beim Camplet-Händler eures Vertrauens bestellt werden. Die aufblasbare Bodenplane gibt es derzeit noch exklusiv bei mir im schweizerischen Spreitenbach, bald aber auch online für den gesamten deutschsprachigen Raum. Dazu wird es zu gegebener Zeit noch ein separates Video geben, also unbedingt den Kanal abonnieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. Seit mit Cabanon die zweite Zeltanhängermarke ins Falthaus in Spreitenbach eingezogen ist, beneide ich diese vor allem um ein bestimmtes Zubehör, nämlich die optionale Moskitofront für deren Vorzelte. Denn auch ich würde in Italien gerne abends einfach das Vorzelt komplett schließen und ohne Giftstoffe Ruhe vor den Mücken haben, ohne dass sich dabei die Wärme im Vorzelt anstaut. Umso mehr freut es mich, dass Camplet nun für das Living Plus Sonnendach der zweiten Generation ebenfalls eine entsprechende Moskitofront ins Sortiment aufgenommen hat. Das robuste Netzgewebe sorgt für reichlich Frischluft und hält gleichzeitig sämtliche Insekten fern. Wie von der komplett geschlossenen Front gewohnt, lässt sich der Eingang flexibel gestalten, sprich man kann die linke und oder rechte Seite nach innen aufrollen und mit den dafür vorgesehenen Türhaltebändern befestigen. Die Camplet Living Plus Moskitofront ist für 325 € bzw. 360 Schweizer Franken erhältlich. Voraussetzung ist allerdings ein Camplet Living Plus Sonnendach der zweiten Generation. Dieses ist kompatibel mit dem Camplet North, aber auch den baugleichen älteren Modellen wie Dream, Classic, Savanne, Basic und Basic Plus, To Go, Concord sowie Apollo und Apollo Lux. Für den Camplet Passion folgt dann hoffentlich im Herbst auch noch eine passende Variante. Apropos Camplet North und ältere Modelle. Für kürzere Aufenthalte, bei denen man nicht gleich ein riesiges Sonnendach benötigt, sondern sich mit einem kompakten Schattenspender respektive Regenschutz begnügen würde, gibt es bereits seit letztem Jahr das optionale Sunset-Sonnendach. Dieses wird einfach per Reißverschluss am Dach befestigt und nur mit 3 Stangen nach vorne sowie seitlich abgespannt. Dadurch lässt es sich sogar noch schneller aufbauen als das Hauptzelt selbst. Das Camplet Sunset Sonnendach kostet 399 € bzw. 440 Schweizer Franken und ist mit genau den gleichen Camplet-Modellen kompatibel, die ich eben bereits beim Living Plus Sonnendach respektive der neuen Moskitofront erwähnt habe.
Wer sich diese Liste übrigens nicht merken konnte, findet die entsprechenden Produktlinks natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, um nochmals ganz in Ruhe nachschlagen zu können, ob das Ganze auch wirklich für das eigene Camplet-Modell passt. Nachdem Camplet sich mit der Mosquito-Font ein praktisches Detail aus der Carbonon-Welt in die eigenen Sonnendächer geholt hat, macht Carbonon nun gewissermaßen den Gegenzug und übernimmt eine Option, über die sich Camplet-Kunden schon länger freuen dürfen, denn die beiden Camplet-Küchenvarianten Allround und Deluxe sind schon seit längerer Zeit auch ohne integrierten Gaskocher erhältlich unter der Bezeichnung Basic und Basic Plus. Das ist ideal für alle, die zuvor vielleicht bereits mit einem Familienzelt oder Campingbus unterwegs waren und deshalb schon mobile Gaskocher besitzen, oder natürlich für alle, die von Anfang an komplett gasfrei unterwegs sein und stattdessen auf Induktionskochplatten oder Elektrogrills setzen möchten. Ab sofort sind nämlich auch die schicken Küchen von Carbonon ohne Gaskocher erhältlich. Dadurch spart man beim Kauf nochmals 500 € bzw. 450 Schweizer Franken gegenüber der Küche mit integriertem Gaskochen. Da ich hier in meiner Faltco-Annale aktuell nur die beiden Varianten mit Gaskocher stehen habe, blende ich euch an dieser Stelle einfach die passenden Fotos der gasfreien Variante ein. Im Grunde kann man es sich aber auch ohne Bilder gut vorstellen, denn die Küchenarbeitsplatte aus Holz ist einfach durchgehend. Alle anderen Features, wie beispielsweise die Soft-Close-Schubladen, bleiben natürlich identisch mit der Variante mit integrierten Gaskochern. Und damit sind wir für den Moment auch schon am Ende der aktuellen Neuheiten aus dem Faltcaravan-Bereich angekommen. Spätestens Ende August wird es dann im Rahmen meiner Berichterstattung vom Caravan-Salon in Düsseldorf wieder eine große Welle an Ankündigungen und Neuheiten geben. Hier oben findest du übrigens alle News von der letztjährigen Ausgabe und nächste Woche verrate ich euch dann endlich, was wir dieses Jahr alles an unserem eigenen Camping-Setup verändern werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und weiterhin frohes Campen.